Das ist Frankfurt Anfang der 90er Jahre. Star-DJ Sven Väth legt in seinem legendären Techno-Tempel Omen auf. Das ist Frankfurt gestern Abend auf der Hauptwache. Fast 30 Jahre später zieht der Technopapst immer noch tausende Menschen an. Der Grund? Die wohl größte Museumseröffnung, die Frankfurt je gesehen hat. Das MOMEM, Museum of Modern Electronic Music, öffnet seine Pforten, in dem das Leben von Sven Väth mit einer Ausstellung geehrt wird. Ich bin heute reingelaufen, ich habe gedacht, ich bin im Club. Es war total, es war so authentisch, das Gefühl, und das schlägt ein Herz und es ist jetzt nicht wirklich ein Museum, es ist eine Institution, da soll was passieren, da soll nach vorne gedacht werden, auch natürlich auch zurückgeschaut, und ja, lass es uns anschauen. Mit so einem Andrang von begeisterten Musikfans hat wohl gestern niemand gerechnet. Alle folgen ihrem Techno-Guru. Ein Presseauflauf wie bei den Royals. Er hat es geschafft, die Techno-Szene zu revolutionieren. Die Leute kommen nur wirklich hierher wegen der Musik, weil sie tanzen wollen und nicht zeigen wollen, was sie für Uhren tragen und was sie für eine Klamotte haben. Sie kommen hierher, weil sie wegen der Musik, wegen dem Tanzen, und das gibt eine ganz besondere Atmosphäre. Anfang der 90er beginnt die Karriere im Schatten der Skylines und Nachtclubs. Sven Väth kreiert mit seinen Electrobeats eine komplett neue Musikbewegung. Clubs wie das Dorian Gray, Omen und in den 2000ern der Cocoon Club, die Anziehungspunkte der Techno-Fans. Leute sind angereist nach Frankfurt, alle wollten hierher kommen. Was ist da los in Frankfurt? Was wird da für Musik gespielt? Wie wird da gefeiert? Und auf einmal heißt es Techno-Rave und in Frankfurt geht's ab. Der Eröffnungsabend des MOMEM ist wie eine Zeitreise. Einmal in die Anfänge der Frankfurter Techno-Bewegung und in Zeiten vor der Pandemie. Die Menschen lechzen nach harten Beats und ausgelassenem Tanzen. Eine Etage tiefer wird die Clubkultur und das Leben des Star-DJs historisch und modern aufbereitet. Modern Electronic Music ist das, was es Billie Eilish ermöglicht, in ihrem Kinderzimmer einfach Welthits rauszuhauen. Das ist halt das, was es ermöglicht, dass man mit ganz wenig ganz viel schafft und damit Musik und dann am Ende auch die Kultur zugänglich macht für alle. Und zwar wirklich für alle. Hätten wir gar nicht erwartet. Nee, hätten wir nicht gedacht, dass hier auch so viel Sachen, die wir eigentlich schon kennen, drin sind, weil das Bild da hinten hing ja schon im Cocoon Club, das kennen wir von da, und es ist natürlich cool, dass das jetzt hier hängt. Wie früher im Club stehen die Menschen auch heute wieder Schlange, diesmal um ins Museum zu kommen und etwas von der Anziehungskraft des Technopapstes zu spüren. Er hat eine mega Strahlkraft, man sieht das ja jetzt noch, also ich war eben im VIP-Bereich, das ist zum Brüllen, das ist wie vor 25 Jahren, alle wollen Svenny sehen, ja? Also, und kloppen sich auf den Weg zur Bühne. Eine Frau, die immer einen Platz an Sven Väths Seite hat, egal ob auf oder abseits der Bühne und des Rampenlichts, ist sie, seine Mutter. Sie war es, die ihren Sohn animiert hat, vor über 30 Jahren DJ zu werden. Sven Väth prägt den Sound of Frankfurt und eine ganze Kulturbewegung. Seine Lebensgeschichte gibt's jetzt im neuen Museum of Modern Electronic Music, kurz MOMEM.